Wir sind schon weltweit gereist. Großbritannien mit England, Wales und Schottland haben wir aber noch nicht gesehen in den letzten 40 Jahren. Ich war das letzte Mal Ende der 60er Jahre in England, in London und in vielen Häfen rund um die Küste Englands. Deshalb entschlossen wir uns, eine geführte Reise bis nach Schottland durchzuführen. Nach einer Übernachtung in Calais ging es auf die Fähre. Deck 5. Hier rechts wären jetzt rote Treppen, die sind also hier farblich markiert. Links wäre eine orange. Nach dem Ablegen ging es in etwa 2 Stunden über den Ärmelkanal nach Dover. Am Anfang des Videos war schon die Gesamtkarte über unsere Fahrtroute zu sehen. Hier ist nun die Fahrtroute für den ersten Tagesabschnitt zu sehen. Das erfolgt nun kontinuierlich über jeden Tag. Bei der Ankunft vor Dover stehen schon kräftige Quellwolken über dem Land, aber die Sicht ist fantastisch auf die Kreidefelsen. Oben auf den Kreidefelsen thront das Dover Castle. Das Schloss wurde dank seiner historischen verteidigungstechnischen Bedeutung als Schlüssel zu England bezeichnet. Nachdem wir die Sicht auf Dover und die Kreidefelsen genossen haben, geht es wieder zum Bus und dann weiter Richtung London. Nach unserem Start in Dover sind wir nach reichlich 100 Kilometern in Greenwich am Nullmeridian in der Nähe angekommen. Vom Parkplatz aus wandern wir auf der Hauptachse Richtung General James Wolfe Denkmal und schauen über London. Das ist nun der Blick auf das Zentrum von London, hier vom Bogen der Themse aus. Von hier aus schweift der Blick nach rechts über den Themsebogen auf die ehemaligen Docks, was früher Hafengelände war. Nun ist das Gelände mit Hochhäusern bebaut. Vor 55 Jahren war das Gelände Hafengebiet. Hier lagen wir des Öfteren mit dem Schiff und löschten unsere Ladung. Wer etwas mehr Zeit hat, sollte sich die Cathay-Sark, eine Dreimastbark, das war der schnellste T-Clipper aller Zeiten, hier bei Greenwich anschauen. Und auch mal den Fuß auf den Nullmeridian setzen, aber das ist ganz schön teuer, über 20 € pro Person. Auf der Weiterfahrt in das Zentrum von London holt uns der Starkregen ein, der hier mitten über dem Zentrum sich ergießt. Wenn Sie ein bisschen Geld zu viel haben, können Sie da auch essen gehen. Können Sie die ganze Tower Bridge oben, den ganzen Querbalken, können Sie mieten. Nachdem unsere Profi-Stadtführerin zugestiegen ist, fahren wir kreuz und quer
durch London und genießen die Aussichten. Zwischendurch geht es auch mal zu Fuß weiter. Sowieso, auch ohne Reisebus ist schon immer schwierig, gerade unter der Woche mit vielen Lieferwagen, Autoverkehr. Also man steht eigentlich meistens im Stau in London. In der Nähe der St. Pauls-Kathedrale sind wir auf das Dach eines Einkaufszentrums gestiegen und schauen uns London von oben an bei Regen. Jahren begeistert. Und jetzt haben wir hier, liebe Gäste, nochmal einen wunderbaren Blick. Wenn wir dann hier so vorbeifahren auf die wunderbare Kathedrale St. Paul's. Wir sehen den heiligen St. Paulus auch dort in der Mitte der höchsten Stelle, wie er hier auf London guckt. Und wie ich vorhin schon sagte, wir sind hier an der höchsten Stelle tatsächlich von London. Minimal hügelig. Ludgate Hill heißt das. Moderne Tradition, dann eben das Finanzviertel und dann diese kleinen Gassen, die man aber teilweise noch findet, alte Pubs. Das ist wirklich schon ganz, ganz spannend. West End in den Theaterproduktionen auf. Das berühmte, sehr schöne Waldorf Hotel. Wir bekommen jetzt hier in London tatsächlich ein zweites Waldorf Hotel noch in sehr prominenter Lage. Ganz in der Nähe vom Buckingham Palace im sogenannten Admiralty Arch. Den werde ich Ihnen noch. Hier in London ist das Zentrum für Musical. Mamma Mia von Abbas gibt es hier. Und gleich haben wir einen besseren Blick auch auf die National Gallery hier am Trafalgar Square, die leider ein bisschen eingehüllt ist, aber das ist ja oft so in großen Städten oder auch an alten Gebäuden, wird immer mal was gemacht an den Gebäuden und unser Nationalmuseum, unsere Nationalgalerie ist gerade ein bisschen eingehüllt in manchen Teilen. Wir fahren mal hier so rum und dann auch da hoch, bitte, so der Bus fährt, weil ich will was versuchen. Stefan, ich würde mal mein Geheimversteck versuchen. Wir hatten ja gerade drüber gesprochen, wenn dir das recht ist. Also wunderbarer Blick hier auf die Nelson Callum National Gallery. Alles so was Gemälde betrifft. Am Denkmal von King George VI. Und der Queen Elizabeth halten wir mit dem Bus und gehen zu Fuß Richtung Buckingham Palast. Bei der Krönungsfeier von König Charles III. Fuhr hier die königliche Kutsche auf der Straße entlang. Und nun der Blick auf den Buckingham Palast. Wir stehen hier vor dem St. James Palast. Es ist immer noch der offizielle Sitz der königlichen Monarchie. Wir stehen hier vor dem Denkmal König Georg VI. Und Queen Elizabeth. König Georg VI. Lebte von 1895 bis 1952 und Queen Mum lebte von 1900 bis 2002. Die Fahrt geht weiter Richtung Piccadilly Circus, wo ich 1969 schon einmal hier war und mir den Kreisverkehr anschauen konnte. Die Piccadilly,
Piccadilly Circus. Circus so viel wie Zirkus, ist rund. War mal so eine Art Kreisverkehr. Ne? Daher kommt das Ganze eigentlich mit dem Circus. Und der Piccadilly Circus seit den 1950er Jahren vor allem bekannt durch seine Werbeflächen, Einkaufsviertel, Piccadilly Circus. Und Soho zum Beispiel, wo auch Musikgeschichte geschrieben wurde mit Carnaby Street und viele der Stars unterwegs waren. Da fahren wir hier den Ambulance hinterher. Das ist auch auf der richtigen Spur hier Richtung Trafalgar Square. Genau. Und dann Also wir fahren einmal mit dem Trafalgar Square ums Dorf quasi, oder wie sagt man? Dann haben wir gleich auch nochmal wunderbar. Kanada House nochmal von der anderen Seite und auch die National, leider eingehüllte National Gallery. Und das Schöne ist, hier an London, seit 2002 kann man in die staatlichen Museen kostenfrei gehen. Das hat die Queen damals so veranlasst, weil sie gesagt hat, unabhängig jetzt vom Budget soll jedem der Zugang zu kulturellen Einrichtungen wie in Museen möglich. Eine Ausstellung muss man gesondert bezahlen, Wanderausstellung, aber die ständigen Ausstellungen in den Museen kann man kostenfrei besuchen, 10 bis 18 Uhr in der Regel. Die Öffnung gehört natürlich auch die berühmte National Gallery. Die Kirche übrigens auf der anderen Seite, das ist St. Martin in the Fields. Anschauen, die Akustik dort ist gigantisch. Auch in der Krypta gibt es Konzerte, aber auch in der Kirche selber. Auch ganz tolle Aufnahmen von der Akademie von St. Martin in the Fields. Runter, genau, also die Straße da richtig runterfahren. Sehr schön. Minster Bridge fahren, auf der rechten Seite dann auch nochmal das London Eye zu sehen, auch Millennium Wheel genannt, für die Jahrtausendwende, stellvertretend ist zur Jahrtausendwende aufgestellt worden. Sollte nur temporär stehen dort, kommt aber so gut an, dass ein Ende nicht in Sicht ist.
Das London Eye hat 32 Kabinen, stellvertretend für jeden Bezirk, jede Borough von London eine Kabine. Und diese ganze Umrundung dauert ca. 30 Minuten. Wir haben unsere Tour durch London beendet und fahren jetzt zu unserem Hotel, um morgen nach Schloss Windsor zu fahren. Heute am dritten Tag fahren wir von unserem Hotel nahe London über Oxford bis Coventry. Der erste Stopp gilt dem Besuch des Schloss Windsors, was wir in eigener Regie unternehmen. Jeder geht für sich allein und erhält dazu ein Kopfhörerset. Der heutige Tag ist durch starken Ostwind gekennzeichnet und da wir in der Einflugschneise liegen, kommen hier ständig Flugzeuge zur Landung vorbei. Das war ursprünglich auch gewollt so, damit der internationale Besuch für Englands Königin hier schnell den Weg nach Windsor findet. Und hier ein paar wenige Impressionen aus dem Schlossinneren. Die königliche Garde ist auf Patrouillengang im Schloss unterwegs. Hier im unteren Hof des Schloss Windsors haben wir noch einmal die Patrouille bei ihrer Arbeit beobachten können und schauen nun auf die St. George Chapel. Über das Tor König Heinrich VIII. Verlassen wir Schloss Windsor, laufen durch die Stadt und gehen zurück zum Bus. In der Universitätsstadt Oxford gehen wir zu Fuß durch die Stadt. Hier am Bauwerk für 3 Märtyrer aus dem 16. Jahrhundert beginnen wir unseren Rundgang. Wir stehen jetzt hier vor dem Verwaltungsgebäude der Universität of Oxford. 100 Meter weiter
In einem Hinterhof gibt es den berühmtesten Pub der Stadt. Hier trafen sich in der Vergangenheit viele bekannte Künstler und auch Politiker. Der Blick in den Pub verleitet einen zu einem Pint Bier. Nach dem Pub geht es unter der nachgebauten Seufzerbrücke von Venedig hindurch zur Bibliothek. Wir verlassen die Hauptbibliothek und blicken auf die Radcliffe-Kamera, auch eine Bibliothek mit Kuppel. Hier der Blick auf die Universitätskirche St. Mary the Virgin. Und hinter der Gittertür ist das All Souls College. In diesem College gibt es nur noch Studenten, die bereits einen Hochschulabschluss haben. In Oxford gibt es insgesamt 39 Colleges, was entsprechend Fachgebiete entspricht. Hier ist der Blick in ein College, wo gewohnt, studiert und gelebt wird. Wir sind jetzt auf der Hauptgeschäftsstraße der High Street und schauen auf die Universitätskirche St. Mary the Virgin. Hinter den Häuserfassaden der High Street befindet sich der Markt. Besonders beeindruckend fanden wir hier die Tortenfabrikation mit ihrer Auswahl. Wir genehmigen uns hier an den Tischen eine Pause und trinken ein Pint Bier. Danach geht es wieder zurück zum Bus und die Tour geht weiter. Vor uns liegen noch über 100 Kilometer, ehe wir in Coventry ankommen. Dort gibt es Abendbrot, wie immer jeden Tag, abends Abendbrot im Hotel und Frühstück am Morgen. Der Tag 4 führt uns in den Südwesten von England. Am Morgen statten wir der Geburtsstadt von Shakespeare einen Besuch ab. Am Nachmittag geht es zum Tea Time und später noch zum Inspektor Barnaby, wo seine Filme teilweise gedreht wurden. Die Kathedrale von Coventry wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, ähnlich wie Dresden. Deshalb sind beide Städte als Partner verbunden. Wir haben 2 Stunden Zeit, um die Shakespeare-Stadt zu besichtigen. Das Geburtshaus von Shakespeare ist zwar kaum zu erkennen und nicht fotogen, aber dafür gibt es andere schöne Fotomotive hier in der Stadt.
Nachdem wir die typischen englischen Häuser uns betrachtet haben, war interessant zu lesen an einer Tafel, was kostet das Essen. Hier am Flussufer der Avon in Bancrofts Garten haben wir es besonders schön empfunden, die Landschaft zu genießen. Sollten wir jemals wieder hierher kommen, könnte ich mir vorstellen, dass ich hier auf der Avon eine Bootsfahrt mit so einem Boot machen würde. Vorbei an schönen blühenden Rapsfeldern geht es zu unserer Gaststätte zum Tea Time. Heute Samstag, bei besonders schönem Ausflugswetter, ist hier was los im Ort Bourton on the Water. Die Häuser dieser Ortschaft waren auch Bestandteil in den Barnaby-Filmen. Und schon ist Tag 5 erreicht. Nach einem frühen Start geht es heute zu einem Baumpark, der uns die Natur des englischen Gartens zeigen wird. Über sehr enge Zufahrtsstraßen gelangen wir an den Eingang des Baumparks.
Es ist Frühling, der Rhododendron blüht, alles ist grün und wir genießen die schöne Zeit und die Ruhe hier im Baumpark. Ein Sekor. Die Bäume sind vor über 200 Jahren hier neu angepflanzt worden und stehen jetzt prächtig im Saft. Nach dem Betrachten der über 200 Jahre alten Bäume und der schönen Blüten hier im Park geht es weiter zur ersten Eisenbrücke der Welt. Auch hier an der Eisenbrücke erleben wir den Ansturm der Leute. Heute ist Sonntag und das Ausflugswetter ist besonders schön. Nachdem wir in Chester angekommen sind, starten wir zu einem Stadtrundgang über 2 Stunden. Leider beginnt es zu regnen. Durch das Stadttor kommen wir in die Innenstadt. Über das Stadttor geht die begehbare Stadtmauer. Hier an der Kathedrale und ehemaligen Kloster gehen wir hinten rum und gehen auf der Stadtmauer eine Runde spazieren. Nachdem wir unsere Zimmerschlüssel hier an der Rezeption empfangen haben, gehen wir auf die Zimmer und genießen anschließend bei einem Rundgang im Hotel das Flair dieses Hotels und trinken an der Bar ein Pint Bier.
Auf unserer 12-tägigen Rundreise war dies das schönste Hotel, was wir gehabt hatten. In Teil 2 werden wir nach Wales kommen, dann durchqueren wir noch einmal kurz England, ehe es nach Schottland geht, um unsere Fahrt fortzusetzen.